Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Ben, wie geht es dir heute? Hallo, Alice. Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich habe in letzter Zeit viel gelesen. Hast du kürzlich gute Bücher gelesen? Ja, habe ich. Ich habe gerade ein Buch mit dem Titel Der geheime Garten beendet. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Der geheime Garten? Davon habe ich gehört. Worum geht es in dem Buch? Es geht um ein junges Mädchen namens Mary Lennox. Sie ist anfangs sehr einsam und unhöflich. Nach dem Tod ihrer Eltern zieht sie zu ihrem Onkel in ein großes Haus auf dem Land. Das klingt traurig. Warum geht sie zu ihrem Onkel? Mary geht zu ihrem Onkel, weil in Indien, wo sie geboren wurde, niemand sich um sie kümmern kann. Ihr Onkel ist sehr reich, aber auch sehr einsam. Das Haus ist groß und dunkel und Mary fühlt sich dort sehr allein. Ich verstehe. Was passiert als nächstes in der Geschichte? Eines Tages findet Mary eine versteckte Tür im Garten des Hauses. Der Garten ist sehr schön, aber auch sehr verwildert, weil sich viele Jahre lang niemand darum gekümmert hat. Mary beschließt, in den Garten zu gehen und ihn zu erkunden. Das klingt spannend. Trifft sie im Garten jemanden? Ja, das tut sie. Mary trifft einen Jungen namens Dickon, der sehr freundlich ist und die Natur liebt. Er hilft ihr, sich um den Garten zu kümmern. Sie pflanzen Blumen, gießen die Pflanzen und machen den Garten wieder schön. Das ist sehr schön. Ich liebe Geschichten über Freundschaft und Natur. Verändert sich Mary in der Geschichte? Ja, das tut sie. Zu Beginn des Buches ist Mary sehr egoistisch und traurig. Aber während sie im Garten arbeitet und neue Freunde findet, wird sie glücklich und freundlich. Der Garten hilft ihr, zu wachsen und sich zu verändern. Ich mag diese Idee. Es ist, als wäre der Garten ein magischer Ort, der Menschen besser macht. Genau. Der Garten ist etwas ganz Besonderes. Er zeigt, dass selbst die wildesten Orte mit Liebe und Pflege schön werden können. Mary trifft in der Geschichte auch ihren Cousin Colin. Colin ist sehr krank und war noch nie draußen. Er ist traurig und ängstlich. Das ist sehr traurig. Wie hilft Mary Colin? Mary bringt Colin in den Garten. Zunächst ist er sehr schwach und ängstlich, aber mit Marys Hilfe und der Magie des Gartens beginnt er, sich besser zu fühlen. Er lernt zu laufen und rennt sogar im Garten. Der Garten gibt ihm Hoffnung und Kraft. Das ist ein wunderbarer Teil der Geschichte. Ich liebe Happy Ends. Ja, das Ende ist sehr glücklich. Der Garten wird ein Ort der Freude für Mary, Colin und Dickon. Sie alle verändern sich zum Besseren durch ihre Zeit im Garten. Ich möchte Der geheime Garten jetzt lesen. Wo kann ich es finden? Du kannst es in vielen Buchhandlungen oder online finden. Es ist ein klassisches Buch und daher sehr beliebt. Du kannst es auch in einer Bibliothek finden. Danke, Ben. Ich werde danach am Wochenende suchen. Ich mag Bücher, die einfach sind, aber eine tiefere Bedeutung haben. Der geheime Garten klingt perfekt für mich. Ich denke, du wirst es wirklich genießen. Die Sprache ist leicht verständlich und die Geschichte berührt sehr. Sie lehrt uns über Freundschaft, Natur und die Kraft der Liebe. Da stimme ich zu. Ich liebe Geschichten, die mir ein gutes Gefühl geben und mir Hoffnung schenken.
Ich habe auch kürzlich ein Buch gelesen, das Charlottes Web heißt. Es handelt von einem Schwein namens Wilbur und einer Spinne namens Charlotte. Ich habe von Charlottes Web gehört. Ich weiß, dass es ein Kinderbuch ist, aber es ist sehr süß. Ja, das ist es. Genau wie der geheime Garten lehrt es wichtige Lektionen über Freundschaft und Freundlichkeit. Das stimmt. Viele gute Bücher für Kinder haben auch Botschaften für Erwachsene. Sie erinnern uns daran, gut zu sein und sich um andere zu kümmern. Ich glaube, dass das Lesen von Büchern uns zu besseren Menschen macht. Bücher können uns neue Ideen zeigen und helfen, unsere Gefühle zu verstehen. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich lese jeden Tag, weil es mich glücklich macht und mir neue Gedanken gibt. Manchmal lese ich sogar 2 oder 3 Bücher gleichzeitig. Oh, das ist viel zu lesen. Hast du ein Lieblingsbuch? Ja, mein Lieblingsbuch ist Der kleine Prinz. Es ist eine kurze Geschichte über einen jungen Prinzen, der zu verschiedenen Planeten reist. Es ist sehr einfach, aber auch sehr tiefgründig. Ich habe es viele Male gelesen. Ich liebe Der kleine Prinz auch. Ich mag die Art, wie es über Liebe, Freundschaft und das Sehen der Welt mit frischen Augen spricht. Genau. Jedes Mal, wenn ich es lese, finde ich etwas Neues, das mich zum Nachdenken anregt. Ich genieße auch Märchen. Sie sind kurz und magisch. Sie haben immer ein Happy End. Märchen sind wunderbar. Sie lassen unsere Vorstellungskraft fliegen und erinnern uns daran, dass gute Dinge geschehen können. Liest du nur Bücher auf Englisch oder auch in anderen Sprachen? Ich lese hauptsächlich auf Englisch, aber manchmal lese ich auch etwas auf Französisch oder Spanisch. Ich mag es, neue Wörter zu lernen und verschiedene Sprachen zu üben. Das ist großartig. Lesen in verschiedenen Sprachen hilft uns, mehr über die Welt zu lernen und zu verstehen. Ja, und es macht das Lesen noch spannender. Manchmal lese ich zweisprachige Bücher, die Englisch und eine andere Sprache nebeneinander zeigen. Ich habe diese Bücher gesehen. Sie sind sehr hilfreich, um neue Wörter zu lernen. Ich schreibe auch gerne kurze Notizen über die Bücher, die ich lese. Das hilft mir, mich an die Geschichten und meine Lieblingsstellen zu erinnern. Das ist eine gute Idee. Ich führe manchmal ein Lesetagebuch, in dem ich meine Gedanken zu jedem Buch aufschreibe. Über ein Buch zu schreiben, macht das Leseerlebnis noch reicher. Es ist, als hätte man ein Gespräch mit dem Autor. So fühle ich das auch. Jedes Buch ist ein neues Abenteuer und jeder Autor hat eine einzigartige Stimme. Apropos Abenteuer, liest du manchmal Abenteuerroman? Ja, ich liebe Abenteuerroman. Sie sind spannend und lassen mich neue Welten vorstellen. Kürzlich habe ich ein Buch über ein junges Mädchen gelesen, das zu einer magischen Insel reist. Es war sehr aufregend. Das klingt interessant. Ich mag Abenteuerbücher, weil sie voller Überraschungen sind und uns über Mut lehren. Genau, Abenteuerroman zeigen uns, dass es gut ist, neue Dinge auszuprobieren und sich seinen Ängsten zu stellen. Ich glaube, dass uns jedes Buch, das wir lesen, wachsen lässt. Sie geben uns unterschiedliche Ideen und helfen uns, uns selbst besser zu verstehen. Ich stimme zu. Lesen ist wie eine Reise. Jedes Buch bringt uns an einen neuen Ort in unserem Kopf. Hast du einen Lieblingsplatz zum Lesen? Ja, ich liebe es, im Park zu lesen. Ich setze mich unter einen Baum und genieße die frische Luft und das Zwitschern der Vögel. Es ist sehr friedlich. Das klingt schön. Ich lese gerne zu Hause in meinem gemütlichen Sessel oder manchmal in einem ruhigen Café. Lesen an einem ruhigen Ort macht die Geschichte noch angenehmer.
Ich lese auch gerne abends mit einer Tasse Tee. Das ist auch meine Lieblingszeit zum Lesen. Der Abend ist ruhig und das Licht ist sanft. Es ist die perfekte Zeit, um in ein gutes Buch einzutauchen. Ich plane dieses Wochenende die Bibliothek zu besuchen. Ich möchte Der geheime Garten ausleihen und vielleicht ein paar andere Bücher. Das ist eine großartige Idee. Die Bibliothek hat immer viele interessante Bücher. Du kannst auch die Bibliothekarin nach Empfehlungen fragen. Das werde ich tun. Ich liebe es, neue Bücher zu entdecken. Manchmal nehme ich sogar an einer Lesegruppe in der Bibliothek teil. Dort sprechen wir über unsere Lieblingsbücher und teilen unsere Gedanken. Das klingt sehr schön. Ich würde auch gerne irgendwann einer Lesegruppe beitreten. Es macht Spaß, ein Buch mit anderen zu diskutieren. Es gibt dir neue Ideen und lässt dich die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ja, und es hilft dir, das Buch besser zu verstehen. Ich lerne immer etwas Neues, wenn ich die Meinungen anderer höre. Ich fühle genauso. Jedes Gespräch über ein Buch ist wie ein neues Abenteuer im Verständnis. Ich bin so froh, dass wir heute über unsere Leseerfahrungen gesprochen haben. Es macht mich noch aufgeregter, mehr Bücher zu lesen. Mir geht es ebenso, Alice. Danke, dass du deine Gedanken mit mir geteilt hast. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen. Danke, Ben. Ich rede immer gerne mit dir. Ich freue mich darauf, Der geheime Garten zu lesen und vielleicht später mit dir darüber zu sprechen. Das würde mich freuen. Lass uns planen, uns wieder zu treffen, nachdem du das Buch gelesen hast. Dann können wir unsere Lieblingsteile teilen und darüber sprechen, wie es uns gefallen hat. Das ist ein toller Plan. Ich werde es dieses Wochenende lesen und dir alles darüber erzählen. Ich freue mich darauf. Lesen ist ein wunderbares Hobby und das Teilen unserer Ideen macht es noch besser. Ja, das stimmt. Lass uns weiterhin lesen und neue Geschichten entdecken. Jedes Buch ist ein Schlüssel zu einer neuen Welt. Ich stimme zu. Danke nochmals, Alice. Hab einen wunderbaren Tag und viel Freude beim Lesen. Danke, Ben. Hab einen großartigen Tag. Bis bald. Hallo? Hallo? Hallo. Wie geht es dir? Ich sage immer Hallo zu meinen Freunden. Hallo ist ein freundlicher Gruß. Geheime. Geheime. Die geheime Information darf nicht geteilt werden. Er hat ein geheimes Treffen geplant. Wir haben viele geheime Orte in der Stadt. Geschichte. Geschichte. Die Geschichte ist sehr interessant. Ich lese ein Buch über die Geschichte. Die Geschichte der Stadt ist faszinierend. Mädchen. Mädchen. Das Mädchen spielt im Park. Das Mädchen trägt ein rotes Kleid. Ich sehe das Mädchen mit ihrem Hund. Einsam. Einsam. Ich fühle mich einsam heute. Die Einsaminsel ist wunderschön. Er lebt ein Einsamleben. Onkel. Onkel. Mein Onkel ist sehr freundlich. Ich besuche meinen Onkel am Wochenende. Der Onkel meiner Freundin spielt Gitarre. Haus. Haus. Das Haus ist alt. Ich liebe mein Haus. Wir wohnen in einem schönen Haus. Versteckte. Versteckte. Die versteckte Kamera hat alles aufgenommen.
Er fand die versteckte Nachricht im Buch. Es gibt viele versteckte Schätze in dieser Stadt. Garten. Garten. Der Garten ist voller Blumen. Ich arbeite jeden Tag im Garten. Wir haben einen kleinen Garten hinter dem Haus. Verwildert. Verwildert. Die Verwildert-Pflanze wächst schnell. Die Katze sieht verwildert aus. Das Verwildert-Feld ist voller Blumen. Erkunden. Wir wollen die Stadt erkunden. Die Kinder lieben es, den Wald zu erkunden. Es ist spannend, neue Länder zu erkunden. Freundlich. Freundlich. Er ist immer freundlich zu seinen Freunden. Die Lehrer sind freundlich zu den Schülern. Ein freundlicher Mensch macht andere glücklich. Pflege. Pflege. Die Pflege ist sehr wichtig für die Gesundheit. Ich arbeite in der Pflege seit vielen Jahren. Die Pflege von Pflanzen erfordert Geduld. Hoffnung. Hoffnung. Die Hoffnung ist wichtig im Leben. Ich habe viel Hoffnung für die Zukunft. Hoffnung gibt uns Kraft in schweren Zeiten. Kraft. Kraft. Die Kraft ist wichtig im Sport. Ich fühle viel Kraft in meinem Körper. Er hat die Kraft, schwere Dinge zu heben. Abenteuer. Abenteuer. Das Abenteuer war aufregend. Ich liebe Geschichten über Abenteuer. Jedes Abenteuer bringt neue Erfahrungen. Meinungen. Meinungen. Die Meinungen der Menschen sind unterschiedlich. Ich respektiere alle Meinungen. Wir sollten unsere Meinungen offen teilen. Verständnis. Verständnis. Das Verständnis zwischen den Freunden ist wichtig. Ich habe ein besseres Verständnis für die Regeln. Ihr Verständnis für die Situation hilft mir sehr. Erfahrungen. Erfahrungen. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Die Erfahrungen helfen mir im Beruf. Er erzählt von seinen Erfahrungen im Ausland. Schlüssel. Schlüssel. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Der Schlüssel passt in das Schloss. Kannst du mir deinen Schlüssel leihen? Was hat Mary in dem Buch Der geheime Garten entdeckt? Wie verändert sich Mary während der Geschichte? Was ist der Hauptgrund, warum Mary Lennox zu ihrem Onkel zieht? Wie verändert sich Mary während der Geschichte? Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.